So, heute geht es um Karnevalschminke, um DDR-Aktkalender, Mobbing an burschikosen Frauen in technischen Berufen und How to be ready to shine. I am ready to shine. Dies hier ist so eine Art ergänzendes Antwortvideo auf das schöne Video meiner frohen, minimalistischen Lieblingsfranzösin Clara über Schönheit. Wir sehen Farben, wir sehen Formen, wir finden Blumen schön, wir finden Bilder schön. Das ist okay, dass es diese Idee von Ästhetik gibt. Aber was ich beengend finde, ist die Idee, dass Ästhetik nur so und so auszusehen hat. Ich habe mal wieder mein kompromittierendes Medienarchiv durchforstet. Und ich fand es echt erschreckend, wie sich einige Leute sehenden Auges daneben benehmen können, wenn sie genau wissen, dass sie gefilmt werden. Also meiner Ansicht nach daneben benehmen. Das ist ja immer Ansicht nach. Vielleicht fanden die es selber einfach nur witzig. Doch davon später mehr. Erstmal zurück zum Erzählstrang Nummer 1. Die paar Male, wo ich geschminkt wurde, das lässt sich an einer Hand abzählen. Sah auch scheiße aus, deswegen habe ich es meistens sofort wieder entfernt. Wenn Make-up für mich legitim war, dann zu Karneval natürlich. Wo sonst? Das ist eh nur durchsichtiger. So echt Reißertitel, warum ich mich nicht mehr rasiere, bemake-uppe oder BHs anziehe, das passt auf mich nicht mehr wirklich, weil ich das mein Leben lang quasi noch nie so gemacht habe. Hallo Pferd. Ist quasi nichts Neues für mich und auch nichts Innovatives. Fragt mal eure Großeltern oder Hippie-Eltern, was die so gemacht haben im Krieg oder in den 60ern. Hier sehen wir den Fotobeweis aus dem Jahre 1986. Offensichtlich keine Probleme damit, Haar zu zeigen. Die Omi hier hat auch kein Problem. Hallo Katze. Puh, ganz schön heiß heute. Muss ich mal meine Hose absippen. Schick, oder? Auf meiner Arbeit als Elektrotechniker hatte ich überwiegend männliche Kollegen in den 20er und Anfang 30. Aber auch einen 60-jährigen Chef und einen jung gebliebenen 50-jährigen Kollegen. Und zu Weihnachten habe ich mal so ein soziales Experiment gestartet. Ich fand es anscheinend besonders witzig, für Scrollwichteln so 5 € Pornokalender aus dem Discounter zu verschenken. Aber auch einen richtig schicken DDR-Aktkalender. Hochwertige, künstlerisch wertvolle Fotografie, noch mit allem, mit Busch und allem, also super. Ich weiß nicht, was du so hast, aber meiner ist ein Monster. Es gibt nichts Größeres. Er ist ein Hammer. Was? Ich hab den Größten. Einfach den Größten. Kannst ruhig mal gucken. So groß ist er auch wieder nicht. So groß ist er... Nee, der Busch. Der Busch ist der Größte. Die Frauen stehen drauf. Ist wie ihr Kissen. So, ich habe noch ein paar Notwichtelgeschenke besorgt, weil die Beiträge bisher ziemlich wenig sind. Ja, wie findet ihr das? Kuschelersatz. Ganz schön hochwertiges Teil. Des Weiteren Beuteschema. Warum immer mehr Frauen keinen Partner finden, was sie dagegen tun können. Und ja, daran arbeiten wir, basteln wir noch. Das ist ein Männerslip. Das hier ist das wirklich viel. Also, ich bin viel am Vorbereiten hier. Gebt mein Bestes, gebt mir Mühe. Tschüss. Sophia, hier spricht der Geist der Weihnacht. Mach und Ich will nicht den Kalender mit den haarigen Frauen. Ich will den mit den chirurgisch optimierten. Komm, pack aus. Nee. Meine Lieblingsfrisur. Fotografie der DDR. Ja, wer steht auf natürlich behaarte Frauen? Ihr könnt ruhig ehrlich sein. Sophia, jetzt guck dir das an. Das war, was ich sehen wollte. Verdammte Axt, Mann. Blätter mal durch, aber langsam. Und du musst immer den Finger anlecken. Bestimmte Leute wissen offenbar mehr als alle Leute. Oh Junge, das ist echt widerlich. Wir werden schon Geschenke kombiniert. Und den Großteil des Abends haben dann die älteren Kollegen versucht, die jüngeren Kollegen davon zu überzeugen, dass der DDR-Aktkalender doch viel ästhetischer wäre als dieser Pornokalender aus dem Discounter. Es gab auf jeden Fall eine altersbedingte Meinungsteilung. Man vorstellt Massen, Vernichtungswaffen für Selbstsicherheit und klingende Kassen in der Rüstungsindustrie. Ring, ring. Ja. Und wenn ich Männlein wie Weiblein da einen väterlichen Rat geben dürfte, macht euch nicht verrückt. Ich meine, was wollt ihr?
Wollt ihr irgendeinen Partner haben, der euch nicht so mag, wie ihr seid, wo ihr euch dann ein Leben lang für verstellen müsst oder verkleiden müsst, ne? Dann doch lieber einen, der euch so akzeptiert, wie ihr nun mal seid. Vertraut mir, ich bin ungeschminkt. Quatsch. Immer alles hinterfragen. So. Da sonnen sich ein paar Spinnen. Sind die nicht schön? Ameise kommt auch gucken. Oh, vorbeigegangen. Ich kann mich so akzeptieren, wie ich bin, aber ich kann auch akzeptieren, wenn mich andere nicht so akzeptieren, wie ich bin. Tschüss. Sophia, ein Vogel. Sophia, eine Hure. Nein, wenn das veröffentlicht wird, dann klage ich euch alle. Das wird aufgenommen. Ich glaube, am Vorführen ist das jeder nach wie vor. Das ist aber Schule. Wir wollen das nicht sonst. Sophia weiß, was ist hier? Was ist aus, wenn das schmeißt? Einen großen Bogen. Es gibt solche und solche. Dem einen gefällt das, dem anderen das. Kann man nichts machen. Und Meinungen ändern sich auch. Spätestens mit fortschreitendem Alter. Da kann es dann meiner Beobachtung nach etwas liberaler werden, wenn es so um Frauen geht und Ansichten darüber, wie sich Frauen so geben sollten. Erstmal muss ich mir eingestehen, dass ich selber auch gemobbt habe. Im Grunde genommen mache ich in diesem Video auch nichts anderes als Cybermobbing. Einigen Leuten gab ich Spitznamen, die sie selber gar nicht mochten. Ich fand es aber ziemlich witzig. Dann habe ich noch oft abschätzend über Leute geredet, wo ich der Meinung war, dass die es fachlich nicht so drauf haben. Der Peter hat das doch vorher auch so dran gemacht. Deswegen hat es ja nur einen Tag gehalten. Ich habe es ja wieder abgemacht. Also ist das gar nicht deine eigene Entwicklung? Nein, denke ich nicht, aber ich hätte es auch so gemacht, weil Der Administrationsbeauftragte ja keine entsprechenden Gehäuse dafür hat, ne? Der Bummi Hat ganz alleine. den Computer repariert. Aber er ist ja auch ein Allround-Genie. Der kann einfach alles. Abschlusserinnerung an die Bummi-Banane. Ich selber wurde im Gegenzug auch gemobbt. Während der Schulzeit hatten die es da besonders leicht. Brille, Pickel, Zahnspange. Star Trek-Fan war ich auch noch. Bei mir war es noch nicht nur das Aussehen, sondern auch mein Verhalten. Meine Art und Weise. Weswegen ich halt als komisch galt. Immer noch gelte. Aber ist okay. Ich würde behaupten, als Kind war ich noch so richtig cool und dann ab 13 ging es bergab. Sophia! Ja, großen Applaus, setz dich auf den Boden. Ich setz mich neben Bio, weil ich Geburtstag habe. Ja, sie hat Geburtstag und was sagst du dazu? Ich bin ein Teenie, ich bin 13! Ja, das reicht. Und nun kommen wir zur Abstimmung. Sie ist ein Baby. Vielen Dank von Sophia! Das war Sophia und scheiße, ich komme mir voll blöd vor. Wir wollen angucken. Und im Wohnzimmer gucken wir das eigentlich. Beliebte Spitznamen für mich waren da sowas wie Alien, du Hässliche oder einfach nur du Opfer. Nur besonders dick war ich jetzt nicht. Aber das ist auch so eine Sache, ne? Bist du dünn, dann bist du quasi Flachland. Und nur kurvige Frauen sind besonders weiblich and the way to go. Und bist du mal ein bisschen kräftiger, wird das Gegenteil behauptet. Also so oder so macht man es falsch. Das wird polstern. Ja, guck doch mal, wie das aussieht. Zum Ende meiner Schulzeit hin habe ich einen Abi-Film gemacht. Und da habe ich halt überall die Kamera mit hingenommen. Im Unterricht und drumherum war alles erlaubt. Und aus dieser Dokumentation werde ich jetzt einiges zitieren. Heute filmen wir Sophia beim Fahren. Wir haben noch andere Videos wie Sophia unter der Dusche und Sophia auf der Toilette. Guck mal nicht die ganze Zeit, ist so langweilig. Doch, du. Sophia, mach dein Gesicht. Leise. Da haben wir dich, du hässlicher. Ah, du Hässler. Du. Jetzt geht's weiter mit Sophia. Mach nicht den Film alle. Ja. Das sind nur 60 Minuten. Ja. Ja. Mach raus. Ja. Die sind ankommen, wenn Sophia wieder einparkt, dann kannst du ja filmen. Ja, genau. Machen wir Sophia beim Parken. Ich drück wieder den roten Knopf, ne? Kinders, ne? Ja, ein bisschen weiter nach hinten eigentlich. Ja, also eigentlich, das sind noch so, sagen wir mal, 12 Zentimeter. Aber ich glaube, die Bio, die hat eigentlich keine Chance da rauszukommen. Weil Bio ist einfach die schlechteste Autofahrerin, die es gibt. Warte, ich guck, wie das ist. Sag mir mal Bescheid. Ja, komm. Da geht aber eigentlich noch einiges. Ey, wenn ich Stopp rufe, musst du sofort stoppen, ja?
Christian, ganz langsam. Ja, komm. Stopp! Genau. Ich kann, komm. Nein. Aber wie wir alles. Stopp! Das ist krass. Danke, Sven. Danke für diese tollen Momente. Guck mal bitte. Danke. Schwärzere Frau für Sie. Danke. Ja. Nochmal. Probier mal. Oh, mein Rücken. Jetzt trink verdammt, ich will auch noch trinken. Das ist egal, der will misshandeln. So geht das, Sophia. Kein Problem, wa? Tut mir leid. Lass uns auf dem Abiball spielen, da ekelt sich die Anke. Ende. Zum Thema daneben benehmen ist mir aufgefallen, dass bei den Szenen, die ich habe, die Leute das auch eher als Scherz sehen. Als Scherz in einer großen Gruppe, wo man sich selbst als Klassenclown profilieren will oder sowas. Aber das sollte keinesfalls immer die Entschuldigung dafür sein. Man kann sich auch mal normal benehmen. Auch als Rheinländer. Den Gesichtsausdruck, den hätten wir auch. Und dann der Schmutztag. Warum hast du kein Foto, sondern du filmst über die Hexe? Dann sagst du Prost, Sophia. Willst du auch einen Schluck? Was muss man alles aufgebaut? Du magst keinen Alkohol, hab ich gehört. Nee, ist eigentlich. Sagst du immer wieder irgendwie. Bestimmt sieht du da beschissen aus, oder? Habt ihr gebraucht? 10 Minuten? Pisst. Macht die Hose auf und geht. Pisst und gehen, ja? Sophia, du bist cool. Hast du schon mal gesagt? Auf, ne? Weißt du warum? Das war eine Sache, ja? Ich guck mir mal voll oft, wenn ich irgendwo bin, ne? Da meinten voll viele Leute, Sophia ist voll komisch und so. Ich so, nein, ich finde Sophia total cool. Baum nebenan, das meinst du ernst? In dem Moment steigt der Schlimmer da aus. Das kann doch nicht so schwer sein. Und noch ein Kommentar dazu. Egal ob zur Schulzeit, in der Uni oder im Berufsleben. Wenn diejenigen, die hier den Klassenclown geben, die Männer sind und Jungs, dann ist das akzeptierter, als wenn es irgendeine Frau macht. Bei kleineren Mädchen ist das noch okay, da sagt man, das ist ein Wildfang. Aber ab einem gewissen Alter hat man da rausgewachsen zu sein. Immer bereit für die Einstein-Pose. Und hiermit ist auch die Einladung, in den Kommentaren Sachen zu verlinken, Videos oder anderes, das du inspirierend findest und mit den anderen teilen möchtest. Ja, ich fürchte, ich arbeite jetzt schon eine Woche an diesem doofen Video. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen vom Thema abgekommen. Aber die Grundinspiration war wirklich dieses Schönheitsideal-Thema. Das Mobbing-Thema hat sich dann halt so ergeben. Ja, dann habe ich noch eine Bemerkung fürs Ende. Der berühmte Freilernervater Kassanens hat mal gesagt. Also, hier ist mein Take, meine 5 Cent diesbezüglich. Die Kinder in der Schule werden in Gruppen gezwungen, das ist ja nichts Freiwilliges, sondern du wirst gezwungen, dich mit 30 anderen Kids auseinanderzusetzen. In jeder Gruppe, ich sage es aus Erfahrung, gibt es immer einen Bully, einer, der den anderen eine drauf gibt. Es gibt immer den Klassenclown, es gibt immer den Klassendeppen. Wir zwingen die Kinder in Beziehungen, die sie normalerweise niemals eingehen können. Ist das gut? Ist das wirklich erstrebenswert? Und jetzt sehe ich schon wieder, klar, viele argumentieren jetzt, ja, das ist gut, weil dann wird man auch so ein bisschen abgehärtet und man muss sich eben auch auseinandersetzen mit Leuten, mit denen man nicht so gerne zusammen ist. Und das unterfrage ich auch, das sehe ich, warum muss man sich auseinandersetzen mit Leuten, die man nicht leiden kann? Im normalen Leben ist es wirklich Common Sense, in gesunder Menschenverstand noch, gehe ich doch solchen Leuten aus dem Weg. Ich muss mich nicht auseinandersetzen mit Leuten, die ich nicht leiden kann. Wenn da irgendjemand ist, wo ich das Gefühl habe, hey, der will mir böse oder sowas, da gehe ich einfach. Mit so einem muss ich mich nicht auseinandersetzen. Und ich will gerne meinen Kindern zeigen und die Freiheit geben, nicht sich mit dir so irgendwie versuchen, wie macht man das, wenn du immer eine draufkriegst, wie gehst du mit sowas gut um? Und meine Kinder kennen sowas gar nicht. Wenn irgendjemand uns komisch ist, da gehen wir gleich auf die andere Straßenseite. Verstehst du? Also der Grundgedanke ist, dass wenn du auf Leute triffst, die du nicht leiden kannst, dass du denen einfach aus dem Weg gehst. Dass du sagst, tschüss, mach doch, ich bin noch mal weg. Hab noch einen schönen Tag. Ich hoffe, man kann sich wenigstens das als Moral der Geschichte aus meinem Video mitnehmen. Ciao. Immer dran denken, I only give negative feedback.